Als ich in der 7. Klasse war, also so 12 oder vielleicht 13 Jahre alt, da gab es bei uns an der Schule den Girls' Day. Da sollten Mädchen einen Tag aus der Schule wegbleiben und in männertypischen Berufen arbeiten. Eigentlich eine ganz coole Idee, fand ich. Unsere Schule fand es dumm, dass die Jungs dann einfach in die Schule gehen und meinte, wir sollen uns dann auch Betriebe für den Tag suchen. Und ob die Mädchen jetzt wirklich männertypische Berufe finden, ist nicht so wichtig. Hauptsache war, dass sie erstmal irgendwas für den Tag haben und die Klassenstufe 7 nicht in die Schule kommt. Die Lehrer brauchten die Zeit auch dringend, um die Abi-Arbeiten zu korrigieren. Ich erinnere mich daran, weil meine Mutter Lehrerin war. Ich hatte keinen Betrieb gefunden und war dann einfach für den Tag bei ihr. Ich habe ihr einmal einen Kaffee gekocht und sonst eigentlich nur Fernsehen geguckt. Das hört sich doch schon mal ganz gut an, Herr Schilling. Wie sieht's denn mit den Weiterbildungsmaßnahmen aus? Ich hatte Ihnen doch das so Broschüre mitgegeben. War da was für Sie dabei? So ein Käse. Ja, da war was bei, was ich sehr spannend fand. Da habe ich dann auch direkt angerufen, aber die meinten, sie seien gerade sehr voll und würden sich nochmal melden. Naja, und wann war das? Vor 3, 4 Wochen. 3, 4 Wochen. Herr Schilling, Sie müssen jetzt mal langsam in die Puschen kommen. Haben Sie da nicht nochmal angerufen? Na, finden Sie das nicht auch ein bisschen aufdringlich, wenn die sagen, sie melden sich nochmal und ich rufe da gleich wieder an? Aufdringlich. Nach 3, 4 Wochen. Dann machen wir am besten gleich einen Eingliederungsvertrag. Was denken Sie denn, bis wann Sie es schaffen, dann nochmal anzurufen? Das ist jetzt gerade schwierig. Ich habe endlich eine neue Wohnung gefunden und ziehe morgen um. Dann können Sie mir auch endlich Wohngeld zahlen und Schnubbi, mein Kumpel, der hat seine Couch dann mal wieder für sich. Also eine Win-Win-Win-Situation. Win-win. Er hat auch gerade so viel um die Ohren und den bringen ja auch so leicht Dinge auf die Palme. Da denke ich, ist es ganz gut, wenn er seine Wohnung mal wieder ein bisschen für sich hat. Und wenn Sie mir dann das Wohngeld zahlen können, dann passt das perfekt. Ja, wenn Sie uns den Mietvertrag zuschicken, dann zahlt Ihnen das Jobcenter bis zu 385 Euro Mietzuschuss. So viel? So viel. Wow. Aber erstmal sollte Ihre oberste Priorität sein, sich um ein versicherungspflichtiges Nicht, Angestelltenverhältnis. dass Sie jetzt denken, Schnubbi hat voll das Aggressionsproblem. Wirklich nicht. Das ist der liebste Mensch der Welt. Herr Schilling. Und er hat einfach wirklich viel auf. Herr Schilling, ich verstehe schon, Sie müssen mich nicht ablenken. Ich kann Sie zu nichts zwingen. Und das Geld, das kriegen Sie. Auf jeden Fall. Sie sind ein genügsamer Typ und das finde ich gut. Aber Sie sollten sich fragen, was gut für Sie ist. Denn was gut für Sie ist, das ist meistens auch gut für andere. Sein eigenes Geld erarbeiten, das macht einem zum Menschen unabhängig und macht einen letztendlich doch erst wirklich frei. Arbeit. Der Kubaner sagt, der Adler muss landen zum Fressen und Jagen. In der Luft verhungert er. Na, also als ein Adler bin ich jetzt noch nicht bezeichnet worden in meinem Leben. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Spaß. Ja, aber ich sehe auch nicht, dass so ein Adler jetzt nochmal eine Weiterbildungsmaßnahme macht. Also
Was bringt es irgendwem, wenn ich jetzt lerne, Excel-Tabellen anzulegen oder sowas? Aha. Was bringt denn wem was? Was wem was bringt? Was bringt wem was? Ganz ehrlich? Ich bin schon froh, wenn ich mit meinem Leben niemand anderem auf dieser Welt das Leben schwer mache. Und das ist ja heute schon fast unmöglich. Also eigentlich bin ich schon zufrieden, wenn ich die Menschen um mich herum ein bisschen glücklicher mache. In Uelzen ging das auch noch, aber hier, sie nützen dem System, indem sie mich aus der Arbeitslosenstatistik in irgendeine Weiterbildungsmaßnahme lotsen. Dem Schweinesystem, dem Plastiksystem. Das taugt mir alles nichts. Ich glaube, eigentlich bringe ich niemandem mehr was. Und sie auch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Die Eingliederungsvereinbarung. Die hilft Ihnen erstmal ein bisschen Struktur in Ihre Suche nach möglichen versicherungspflichtigen Angestelltenverhältnissen zu kriegen. Ja. Wie wär's denn mit was Sozialem? Das wäre super. Der Typ war auch nicht ganz richtig. Kann der sich Kuba leisten bei seinem Gehalt? In 30 Jahren gehen uns die Ernten aus, dann verhungern wir alle. Und er macht einen auf Weiterbildungsmaßnahmen. Ein Gehirn wie ein Büro. Naja, mache ich das wirklich anders? Aber wie soll man denn etwas denken, was nicht aus den eigenen Schaltkreisen kommt? Ja, ich bin komplett erklärbar durch meine gesellschaftliche Prägung. Also unfrei. Aber fühle mich miserabel, weil ich meinen CO2-Fußabdruck nicht wirklich reduziert kriege. Und die Konzerne machen einfach weiter. Boah, Bock auf einen Joghurt. Was will er? Was arbeitet er? Architekt? Nein. Verkäufer? Es gibt kein Wort für das, was er macht. Das gibt's doch nicht. Und trotzdem verschenken Leute, was sie nicht mehr brauchen. Berlin ist schon eine gute Stadt. Jo. Guten Tag, Herr Schilling. Teletalk Media hier. Ich rufe an, weil ich eine ganz besondere Überraschung für Sie habe. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Länger bei uns Kunde und haben dadurch automatisch an einer Gratis-Verlosung teilgenommen. Und? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eins von 20 Smartphones gewonnen. Das Modell Jim Blue 20 ist bereits offen. Ich kann mit den Dingern gar nicht umgehen. Haben Sie keine normalen? Normale Handys, ja. Ja, also leider haben wir da nur Smartphones im Angebot. Ja, und Iris ist ja auch schon auf dem Weg zu Ihnen.
Woher haben Sie denn meine Adresse, wenn ich fragen darf? Ja, Ihre Adresse. Also, das ist die, ja, das ist die Sie auch bei Vertragsabschluss angegeben haben. Arnsbecker Weg 37. Bei Mama. Kann ich das irgendwie wieder abbestellen? Also, da bin ich jetzt überfragt. Ja, sicher können Sie das auch zurückschicken. Hä? Also an den Repair Service, das macht ja auch keinen Sinn, ne? Ja, und Invoice ist nur Post. Ja, also es tut mir leid, da werde ich mich selber noch mal erkundigen müssen. Wie wäre es denn, wenn Sie das einfach selber verschenken? Schenken. Ja, dann machen Sie jemand anders eine Freude. Also ich will jetzt nicht dazu beitragen, dass hier noch mehr Plastikmüll rumfliegt. Plastikmüll. Auch nur ihren Job und wollen ihr Geld verdienen. Alles klar, aber ich will das halt alles überhaupt nicht. Also, ich finde das jetzt wirklich ein bisschen frech. Ich mache hier einfach. Ach, meine Arbeit und Plastikmüll. Ja, warum haben Sie eigentlich einen Handyvertrag? Entschuldigung, ich wollte Ihnen jetzt auch nicht auf die Füße treten. Ich weiß, dass Sie auch nur Ihren Job machen. Und wir müssen alle unser Geld... Oh. Hallo? Hallo? Moin, Schnubbi. Na, der Punker zurück von der Arbeit. Wie war der erste Tag? Bin ja gespannt, wenn es bei dir mal soweit ist, hm? Nee, ich halt die Fahne hoch. Bütze, ich hab doch gesagt, du sollst Taschentücher nehmen, ne? Schnubbi. Ach, Mütze. Das Küken verlässt das Nest. The Eagle has landed. Ich hab noch was für dich. Die Couch auch mal wieder zum Sitzen benutzen. Hätte ich ja selber schon für ein Bett. Ganz feines Zeug. So ein Special Med. Hm? Gibt's nicht immer. Aber mit 5-Finger-Rabatt. Ja, den trinken wir dann in der neuen Wohnung zusammen, ne? Auf jeden Fall trinken wir den in der neuen Wohnung. Mietvertrag und das ist alles geklärt? Ja. Also. Den unterzeichne ich dann morgen beim Einzug, das ist geklärt. Beim Einzug. Genau. Aber jetzt erzähl mal von deiner neuen Arbeit. Stressig war's. Aber auch irgendwie geil. Nach so langer Zeit. Irgendwie total erfüllend. Das glaube ich, ne? Also du hast doch richtig Glück gehabt, dass du da jetzt irgendwie noch reingerutscht bist. Ja, voll. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ich noch irgendwann mal meinen Traumjob finde? Hä? Ja. Du hast keinen Bock, dir irgendwann mal was zu suchen? Ich? Reinhold Meißner hat schon gesagt, dass der Beruf das Ende... Bitte? Messner. Ja, Reinhold Messner, der hat schon gesagt, dass der Beruf das Ende jeder schöpferischen Tätigkeit ist. Und das nervt dich nicht. Mich hat das irgendwann total mürbe gemacht, dieser Hartz-IV-Status. Ja, das geht irgendwie allen so, ne? Also wirklich allen. Keiner chillt da einfach drauf. Ich komm klar. Hast du den Mietfressen?
Alter, erzähl mir bitte, du hast ein Problem damit, dass der geklaut ist, ha? Aus dem KDW. Wo die übelst Unterstützung bekommen haben und die ganze Kohle nur für ihre Gesellschafter ausbezahlt haben. Aus dem KDW, Mann. Aus dem Bonzenschuppen. Oh, Schnubbi, Mann. Wenn du jetzt noch Ärger bekommst, weil du mir was klauen gehst. Oh. Bitte, Mann. Du bist süß, ey. Und den Mietvertrag, den unterschreibst du echt erst morgen? Ja. Wenn da wieder irgendwas komisch sein sollte mit der Bude, dann kommst du bitte einfach wieder hierher, ja? Keine falsche Bescheidenheit. Es läuft jetzt wie am Schnürchen. Ich habe das im Gefühl. Der Vermieter war richtig cool am Telefon. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Was? Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Die komplette Band? Man. Ich soll da jetzt hinkommen. Um die Zeit? Wie konntet ihr denn die Buchung durcheinander bringen? Die sind nicht nur im falschen Hotel, die sind in Wilmersdorf. Schnubbi. Schaumütze. Ich habe konkret keinen Beruf. Ich habe auch nichts gelernt, als dass ich sagen könnte, ich beherrsche das Ganze. Ich habe vieles gemacht. Ich bin fähig, meinen Lebensunterhalt mit vielen, vielen Dingen zu verdienen. Mehr brauche ich nicht. Ich bin fähig, mit meinem Verkauf von Abfallprodukten des Bergsteigens meine Expeditionen zu finanzieren. Und das reicht mir. Ich bin heute sehr froh, dass ich keinen Beruf habe. Ich glaube, dass einen Beruf zu haben das Ende von jeder schöpferischen Tätigkeit ist.